In der abgelegenen Landschaft Russlands gibt es einen majestätischen Wald namens Altai, der fast das ganze Jahr über von Schnee bedeckt ist. In diesem Wald leben viele seltene Tiere in Freiheit, darunter ein ganz besonderes Schneeleopardenpaar, Mutter und Kind. Die Einheimischen sagen, dass sie von Generation zu Generation noch nie so mutige und freundliche Schneeleoparden gesehen hätten. Diese Mutter und ihr Junges verstecken sich oft am Waldrand, in der Nähe eines alten Bauernhofs, der einem Mann namens Iwan Petrov gehört. Herr Iwan ist Eigentümer einer großen Farm, auf der er alle Arten von Vieh züchtet und zahlreiche Feldfrüchte anbaut. Jeden Morgen steht er früh auf und fährt um die Farm herum, um die Lage zu überprüfen. Nach und nach bemerkte er überall im Garten Fußspuren von Schneeleoparden, aber bemerkenswerterweise schienen sie nicht aggressiv zu sein. Er sah sie auch manchmal auf der Veranda des Reislagers herumlungern, als würden sie neugierig beobachten. Die Farmarbeiter waren zunächst etwas beunruhigt, als sie erfuhren, dass in der Nähe ihres Hauses ein Schneeleopard aufgetaucht war. Doch Tag für Tag wurde ihnen klar, dass sie nicht schädlich, sondern im Gegenteil ungewöhnlich sanft waren. Die Schneeleopardenmutter begleitet ihr Baby immer und beobachtet aufmerksam jede Bewegung. Schneeleopardenjunge sind von Natur aus aktiv und rennen gerne umher, um die Welt zu erkunden. Jedes Mal, wenn das Schneeleopardenjunge Menschen auf der Farm sieht, hat es nicht nur keine Angst, sondern rennt manchmal näher heran und wedelt vor Freude mit dem Schwanz. Alle liebten seine lustige Dreistigkeit und so warfen sie ihm oft ein paar Fleischreste oder einen Knochen zu. Die Schneeleopardenmutter stand in einiger Entfernung und beobachtete sie ständig mit den Augen, als wolle sie sicherstellen, dass ihr Kind nicht in Gefahr war. An Wintertagen, wenn es stark schneit und die Temperaturen sehr niedrig sind, gehen Mutter und Sohn oft näher an den Bauernhof heran, um sich am Brennholzstapel aufzuwärmen. Die Landarbeiter kannten alle die Szene und bereiteten gerne etwas Essen zum Aufstellen vor. Wenn ein junges Schneeleopardenjunges jung ist, lernt es, instinktiv zu jagen. Seine Mutter führte ihn geduldig an und brachte ihm bei, wie man sich versteckt und Feldmäusen oder Kaninchen auflauert. Aufgrund seiner schelmischen Natur ignoriert das Schneeleopardenjunge jedoch häufig Anweisungen und rennt überall herum. Eines Nachmittags, als der Himmel trüb war und es bald schneien würde, gingen Mutter und Sohn gemeinsam auf die Farm, um nach Beute zu suchen. Das Schneeleopardenjunge war aufgeregt, als es die Hühner auf der anderen Seite des Stacheldrahtzauns gackern sah. Es sprang hoch und versuchte, über den Zaun zu klettern, um näher zu kommen. Unglücklicherweise wickelte sich der scharfe Stacheldraht eng um seine Beine und seinen Bauch und verursachte ihm Schmerzen. Das Schneeleopardenjunge wehrte sich heftig, doch je mehr es sich wehrte, desto tiefer gruben sich die Dornen in sein Fleisch. Blut begann herauszusickern, was es in Panik versetzte und kläglich aufschreien ließ. Die Schneeleopardenmutter geriet in Panik, als sie sah, dass ihr Kind in Schwierigkeiten steckte. Sie brüllte wiederholt und versuchte, durch den Stahldraht zu beißen, um ihr Kind zu befreien. Die Zähne der Schneeleopardenmutter konnten die harten Stahlfasern jedoch nicht durchbrechen und verschlimmerten die Wunde ihres Jungen stattdessen. Das Schneeleopardenjunge hatte so starke Schmerzen, dass es fast erschöpft war und seine Schreie immer schwächer wurden. Das Brüllen der Schneeleopardenmutter wurde lauter, ihre Wut verwandelte sich in Verzweiflung. Es weiß, dass es dem von Menschen errichteten Stacheldrahtzaun hilflos ausgeliefert ist. In einem entscheidenden Moment drehte sich die Schneeleopardenmutter um und eilte zum Hoftor, wo sie Menschen vorbeigehen sah. In diesem Moment fuhr Herr Iwan Petrov von einem Besuch auf dem nahegelegenen Markt von weit her zurück zum Bauernhof. Von weitem sah er, wie die Schneeleopardenmutter mitten auf die Straße rannte und sich nicht wie sonst versteckte. Er hielt den Wagen an, öffnete die Tür, stieg aus und rief leise: »Kleiner Leopard, was ist los?« Die Schneeleopardenmutter kniete einfach nieder, knurrte schwach und ihre Augen glänzten vor extremer Angst. Als Herr Iwan sich umsah, bemerkte er, dass das Schneeleopardenjunge nicht da war. Er war sich sicher, dass etwas Schlimmes passiert war, da dieses Verhalten bei der Schneeleopardenmutter noch nie zuvor beobachtet worden war. Die Schneeleopardenmutter drehte sich um und ging langsam weiter, dann sah sie zu ihm zurück, als wolle sie, dass er ihr folgte. Herr Iwan verstand, ging schnell zum Auto zurück und holte einen großen Werkzeugkasten aus dem Kofferraum.
Er brachte Handtücher, einige Verbände, Desinfektionsmittel und sogar eine Stacheldrahtschere mit. Die Schneeleopardenmutter führte ihn durch die Pfade zum Waldrand, der an die Farm grenzte. Dort bot sich ihm ein herzzerreißender Anblick, ein Schneeleopardenjunges, fest in Stacheldraht eingewickelt, dessen weißes Fell mit Blut befleckt war. Ohne zu zögern kniete sich Herr Iwan neben das Schneeleopardenjunge und tätschelte es sanft, um es zu beruhigen. Das Schneeleopardenjunge winselte und seine Augen blitzten vor Angst, aber die Wärme seiner Hand beruhigte es ein wenig. Herr Iwan schnitt vorsichtig mit einer Zange jede einzelne Stacheldrahtschicht durch und versuchte, die Wunde nicht zu verschlimmern. Währenddessen stand die Schneeleopardenmutter besorgt und ängstlich in der Nähe und hielt nach möglichen Gefahren Ausschau. Jedes Mal, wenn ein Draht entfernt wurde, stöhnte das Schneeleopardenjunge leise und das Blut sickerte weiter durch sein Fell. Herr Iwan atmete schwer, seine Hände schwitzten aufgrund der angespannten Situation, aber er versuchte, ruhig zu bleiben. Nach etwa 15 Minuten wurde schließlich der letzte Draht vom Schneeleopardenjungen durchgeschnitten. Die offene Wunde war freiliegend, tief und blutüberströmt, was bei jedem, der sie sah, Mitleid hervorrief. Die Schneeleopardenmutter näherte sich und rieb sanft ihren Kopf an ihrem Jungen, um es zu beruhigen und nach der Lage zu sehen. Herr Iwan reinigte die Wunde schnell mit einem Antiseptikum, woraufhin das Schneeleopardenjunge vor Schmerz das Gesicht verzog. Dann bedeckte er die am stärksten blutenden Stellen mit Watte und Bandagen. Das Schneeleopardenjunge zitterte vor Schmerz, doch seine Augen blickten weniger panisch. Die Schneeleopardenmutter winselte unentwegt und umkreiste ihr Kind, als wolle sie Herrn Iwan antreiben, schneller zu laufen. Nachdem die grundlegenden Verletzungen behandelt waren, atmete Herr Iwan erleichtert auf. Er stand langsam auf, streichelte sanft den Kopf der Schneeleopardenmutter und bot ihr etwas Rindfleisch als Futter an. Die Schneeleopardenmutter roch den vertrauten Geruch und drehte sich sofort um ihm zum Dank die Hand zu lecken. Auch das Schneeleopardenjunge versuchte, etwas näher zu kommen, um zu fressen, obwohl es immer noch große Schmerzen hatte. Der Nachmittag brach an. Die Temperatur sank rapide und Herr Iwan beschloss, dass er sie nicht draußen in der Kälte zurücklassen konnte. Er trat ein paar Schritte zurück, winkte und gab der Schneeleopardenmutter und ihrem Baby ein Zeichen, ihm zurück zur Farm zu folgen. Zuerst zögerte die Schneeleopardenmutter ein wenig, doch als sie das Wohlwollen spürte, kam sie langsam herüber. Das Schneeleopardenjunge humpelte weiter und versuchte, mit seiner Mutter Schritt zu halten, wobei es gelegentlich vor Schmerzen stöhnte. Der Anblick eines Mannes und zweier Schneeleoparden, die die Farm betraten, versetzte die Arbeiter in Angst und Schrecken. Als sie jedoch das mit Verletzungen übersäte Schneeleopardenjunge sahen, waren alle zu Tränen gerührt. Herr Iwan beruhigte alle und sagte, dass es sich lediglich um eine arme Mutter und ein armes Kind handele, die Hilfe bräuchten. Er führte sie in einen alten Stall, in dem keine Pferde mehr gehalten wurden, der aber immer noch ein warmes Dach hatte. Der Boden des Käfigs ist mit trockenem Stroh ausgelegt, sehr gut geeignet für die Übernachtung von Mutter und Kind. Das Schneeleopardenjunge suchte sich sofort eine Ecke, legte sich hin und versuchte, seine Beine auszustrecken, um die Schmerzen zu lindern. Die Schneeleopardenmutter stand neben ihr und berührte sanft die Wunde ihres Jungen mit ihrer Nase, scheinbar um sie zu trösten. Herr Iwan bereitete eine Schüssel mit sauberem Wasser vor und fügte etwas frisches Essen für Mutter und Kind hinzu. Dann schaltete er das Licht aus, schloss die Käfigtür und gab ihnen einen ruhigen Platz zum Ausruhen. Die ganze Nacht lag die Schneeleopardenmutter dicht bei ihrem Jungen und wachte über dessen Schlaf. Früh am nächsten Morgen kam Herr Iwan zurück und brachte mehr Antiseptikum und Verbände mit. Das Schneeleopardenjunge wachte auf, müde, aber weniger verängstigt, und seine Augen waren voller Dankbarkeit. Viele Tage lang besuchte Herr Iwan das Schneeleopardenjunge regelmäßig, überprüfte und wechselte die Verbände. Die Wunde schloss sich allmählich und das Haar um die verletzte Stelle herum begann spärlich nachzuwachsen. Das Schneeleopardenjunge kann jetzt im Käfig herumlaufen und gelegentlich aus der Tür spähen. Als die Schneeleopardenmutter Anzeichen der Erholung sah, schien sie aufgeregt zu sein. Sie hatte ihre Ohren wie immer wachsam gespitzt, war aber weniger angespannt als zuvor. Die Landarbeiter gewöhnten sich an die Anwesenheit dieser beiden besonderen Gäste.
Sie brachten Fleischreste und Knochen mit und legten sogar ein paar alte Spielzeuge für das Schneeleopardenbaby zum Kauen hin. Jedes Mal, wenn die Fütterungsglocke läutet, führt die Schneeleopardenmutter ihre Jungen hinaus, um die Menschen anzuschauen, und scheint dabei zu lernen, den Menschen mehr zu vertrauen. Herr Iwan beschloss, sie im alten Stall zu lassen, bis sich das Schneeleopardenjunge vollständig erholt hatte. Er bat außerdem einen örtlichen Tierarzt, die Wunde zu untersuchen und sicherzustellen, dass es keine Komplikationen gab. Mit der Zeit gewann das Schneeleopardenjunge allmählich seine Kräfte zurück und wurde von Tag zu Tag aktiver. Manchmal hüpfte es um seine Mutter herum und jagte Schmetterlinge, die über die Käfigtür flogen, und brachte alle, die es sahen, zum Lachen. Als die Wunde fast vollständig verheilt war, begann es, an der Tür zu reiben und verlangte, nach draußen zu gehen, um zu rennen und sich zu strecken. Die Schneeleopardenmutter war immer vorsichtig, aber dieses Mal schien sie entspannter zu sein, weil ihr Baby hervorragend versorgt wurde. Und so fanden die Schneeleopardenmutter und ihr Kind unter dem Schutz von Iwan Petrow und den Menschen auf der Farm einen warmen Unterschlupf am Rande des Alteewaldes und schrieben eine wunderschöne Geschichte über Familienliebe und Mitgefühl inmitten der weiten Natur. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.